Ja, hallo liebe Freunde unseres Kanals. Das ist jetzt das Vorwort für das gelbe Haus in Santo da Serra, was wir uns ungefähr vor 2,5 Jahren angesehen hatten. Ja, ein sehr schönes Haus mit einem riesigen Grundstück. Das Grundstück waren ungefähr 2 Hektar. Die Wohnfläche waren ungefähr 350 Quadratmeter. Ja, und das hatten wir auch im Internet gesehen, glaube ich, war das. Als erstes, ja. Ja, ja. Und dann ja, haben wir das auf Google Earth gesucht. Ich glaube, wir haben es unseren Makler, wir haben es mit dem Makler besichtigt, schon das erste Mal. Okay, ja, ja, ja. Beim ersten Besuch. Beim ersten Besuch. Ja. Aber ja. Vorher haben wir das vor dem Maklertermin. Ich habe es auf Google Earth gesucht, das stimmt. Ich habe es gesucht, aber ich habe es nicht gefunden. Und dann sind wir aus Zufall dran vorbeigefahren, glaube ja, ich sogar. Genau, ne? Ich glaube, ja, so war das ungefähr. Ich weiß nicht mehr genau, schon so lange her. Ja, ja. Aber wir haben es x-mal besucht, mit einmal mit Makler, dann sind wir selber einfach um das Haus rumgetigert wieder. Ja, beim ersten Besuch sind wir einfach auf das Grundstück, auf das obere Grundstück und haben uns mal das große Stück Land angesehen. Ja, und die Aussicht. Ja. Unser Makler war vorher schon da, als wir noch in der Schweiz waren und hatte uns dann 2, 3 Videoclips geschickt, glaube ich. Ja, er hat es für uns angeschaut und uns dann empfohlen, weil es war wirklich in einem schönen Zustand. Ja, 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 muss man so sagen. Das Land war schön, relativ flach und eben sehr groß. Ja, aber auch schon etwas mit Caterpillern bearbeitet. Ne? Ja, sie haben Terrassen natürlich neu gemacht, mit Erdbewegungen neu gezogen. Aber selbst dort hat man schon gesehen, dass dort ordentlich planiert wurde. Also die ursprüngliche Bewachsung des Grundstücks wurde da schon ordentlich dezimiert. Das hat man schon gesehen. Aber es war noch grün auf den Videos, die er uns geschickt hatte. Das hat man schon gesehen. Ja, es wird schnell wieder grün dort. Ja. Aber Bäume sind viele gefällt worden. Ja. Und das hat uns von Anfang an schon gar nicht gefallen. Aber ja, die Besitzer können halt mit dem Grundstück machen, was sie wollen. Ja, aber das Grundstück hat uns trotzdem sehr gefallen, besonders der Bach, der an dem Grundstück so vorbeiging. Und die Anlagen für die Terrassen, die waren auch echt schön. Da konnte man visionieren, was man daraus macht. Ja. Und es ist auch eine Hochebene. Ja, ja, Santo da Serra. Da sieht man weit über das Land. Also das Meer sieht man nicht, aber man sieht weit ins Land. War auch relativ hoch. Ja. Man hat eine auch schöne Aussicht. 750 Meter schon lag das Grundstück, also über dem Meer. Ja, dort kann es dann natürlich im Winter schon mal weiß vor der Hütte haben. Ja, eben da war nichts mit exotischen Pflanzen, da gab es Apfelbäume und das ist auch das Gebiet der Apfelbäume. Die machen dort den traditionellen Cider, einen Apfelwein. Ja, ja. Ja, also wir hätten uns damit schon relativ anfreunden können. Wir waren auf jeden Fall tierisch interessiert. Und dann hatten wir den ersten Termin mit dem Makler von Madeira, den unser Makler dann kontaktiert hat, und haben dann einen Besuch vereinbart während unseres Urlaubs und haben uns dann auch das Haus von innen angesehen. Es hatte total riesige Räume. Eigentlich in Räume unterteilt war nur ein kleines Bad und 2 Schlafzimmer. Ja, und, in der Mitte, also im mittleren Stock. Im mittleren Stockwerk, und im unteren Stockwerk war halt auch wieder eingebaut, wie so oft, so ein uraltes Steinhaus. Mit 2 Räumen, ja. wie Kellerräume halt, mit den großen Steinen. Und drumherum wieder ein neues, großes Haus. Ihr seht es ja selber in den Videos. Ja. Aber ja. Und da unten stand ein Billardraum mit ja. Dart. Das hat die sehr imponiert. Ja. Ein uralter Snookertisch stand dort rum, in echt gutem Zustand. Ja. Und der Kamin, der war natürlich Hammer. Ne? Ja, ein Kamin ganz durchs Haus, durch alle 3 Stockwerke. Gusseisern. Ja, auch also sehr den schön. hätte ich nicht bewegen wollen. Der hat bestimmt 500 Kilo gewogen. Musst du nicht bewegen. Und unterm Dach hat es dann noch mehrere Doppelstückbetten.
ja, so konnte halt eine komplette Großfamilie in dem Haus dann ihre Ferien verbringen. Das war ja auch für das gedacht. Eben. Die Familie war auf dem Festland und Ja. kam dann für die Ferien auf Madeira. Ja. Ja, also Visionspotenzial hatte es ohne Ende. Schließlich gescheitert ist das Ganze dann auch ein bisschen an dem Preis. Ja, wir hatten die Besitzer dann natürlich auch kontaktiert über den Makler und ja, wir hätten uns dafür etwas verschulden müssen und das wollten wir eben nicht. Wir hatten das auch mit unserer Verwandtschaft besprochen, was sie in diesem Fall machen würden und Ja, wir dachten halt, wir können ein bisschen über den Preis reden, weil es schon so lange ausgeschrieben war. Ja. Ja, aber sie blieben da steinhart. ja, besonders die Besitzer, die wir dann beim späteren Besuch Ja. mal kennengelernt Wir haben hatten. sogar die Besitzer direkt getroffen. Ja, und mit denen auch noch mal eine kleine Besichtigung gemacht und so und ja, Aber die Ja. waren da gar nicht entgegenkommend. überhaupt nicht. Und da Krasse dachten wir dann doch, Businessman. ja, und noch andere Sachen sind halt auch in dieser Zeit passiert, zwischen der ersten und der zweiten Besichtigung. Eben zum Beispiel, dass ein Zaun gezogen wurde, eine Zufahrt zugemacht wurde. Dann haben wir gesehen, dass wieder sehr viel Erdbewegung gemacht wurde, dass wahrscheinlich eine schwarze Müllkippe zugeschüttet wurde. Ja, Ja, das einfach- war. Wir gehen über das obere Ende des Grundstücks und da schauen dann, also dies wurde planiert mit Caterpillern oder so und dann gab es eine Böschung und am Ende der Böschung lagen halt so alte Küchenöfen und Waschmaschinen und ja, Zeug, was man nicht wirklich erkennen konnte. Ja, ziemlich suspekt. Wir haben auch versucht, die Gemeinde zu informieren, was dann ordentlich in die Hose ging. ja, weil wir nicht Kommunikationsschwierigkeiten. Portugiesisch konnten. Ja, ja. Und ja, Oh, jetzt wird es hier glatt. Vorsicht. ja, pass auf. Ne? Oh. Dann machen wir hier mal einen Cut, damit wir heilen Fußes hier Zeig drüber mal das kommen. Eis. Oh, ja, 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 ja. Ja, das Eis. Ja. Das zieht sich da hinten so. Ja. Gehen wir lieber da vorne rüber, ne? Gehen wir da so rum, glaub. Oh, ja, ja, ja. Ja. Ah, hier geht's besser, glaub. Ja. Klirrend kalt übrigens, gerade bei uns in der Schweiz. Ja, selbst in Deutschland ist es ja im Moment klirrend kalt. Lässt du mich bitte los? Ich will dir helfen. So. Ja, hier wird es wieder besser. Ja, wir sind auf jeden Fall froh, wenn wir hier aus diesem Schnee so bald wie möglich rauskommen. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, wir haben das Haus, ich denke, während einem oder 1,5 Jahren sicher 3-4 Mal angeschaut, immer wieder vorbei. Ja, genau. Es gefiel uns, oder mir zumindest, immer weniger gut. Natürlich, es war ein großes Stück Land, das wir uns gewünscht haben und das selten ist. Auf jeden Fall. Aber 2 Sie haben- Hektar Grundstück kriegt man auf Madeira nicht. Ja, und dann noch relativ flach. Aber es ist so viel passiert mit immer wieder alles abschneiden, Erdbewegungen, Bagger, Ihr werdet es selber Zaun sehen. gezogen, Zufahrt irgendwie mit diesen Steinen zugemacht, Ja, dort dann wieder zugemacht. Dann haben wir erfahren, dass hinten dran ein anderes Grundstück ist zum Verkauf. Und da hätte man sicher dann doch wieder die Zufahrt aufmachen müssen, weil der Besitzer vom hinteren Grundstück natürlich sein Wegerecht geltend machen Wegerecht, kann. genau. Also Nachbarschaftszwist hat dort auch noch gelauert. Und so haben wir dann uns hinterher entschlossen, die ganze Sache uns doch, ja, Ach ja, und dann im Rücken hatten wir eine große Geflügelfarm. genau, genau. Da kamen immer große
Transporte mit dem Futter zur Anlieferung, Jo. das abgepumpt wurde, dann kam Lärm, das kam bis zu uns runter. Ja, das war so ein piependes Geräusch, als ob ein LKW rückwärts fährt. So piep, 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 piep. Und dann eine halbe wenn halt Stunde gepumpt lang. wird, eine halbe Stunde lang. Ja. Und das, ja, man kann sich an vielem gewöhnen. Aber an das hätte ich mich auch nicht gewöhnen können, glaube ich. Das wäre stressig gewesen. Ja. Und das Grundstück von dieser Geflügelfarm lag noch mal so 30, 40 Meter über uns im Rücken. Ja, es war unüberhörbar. Aber Ja, das war doch wieder interessant. Wir haben Leute kennengelernt. oh ja, oh ja. Die Nachbarn rundherum. dort kennengelernt, Weil angesprochen wenn man da und immer so. um ein Haus rumgeht, da kommen sofort die Nachbarn und fragen, hallo, wie geht's, was machst du da und so. Und wenn man dann sagt, ja, wir schauen das Haus an, wir wollen ein Haus kaufen, dann wird man plötzlich zu ihnen eingeladen und da muss man ein bisschen Apfelsaft, Apfelwein trinken und dann wird das eigene Haus vorgestellt, weil vielleicht würden wir das auch kaufen. Genau, genau, genau. Ja, Ja. Aber Kontaktschwierigkeiten haben wir ja nie mit Einheimischen nein, gehabt. das war auch lustig. So kommt man am besten an Informationen über das Objekt, für das man sich interessiert. Genau. Deswegen, wenn ihr euch für ein Objekt interessiert, fragt Nachbarn, geht bei den Nachbarn vorbei, geht in ein Café in dem Dorf, wo ihr gerade seid, oder ja, und redet einfach mit den Leuten. Ja, so kommt ihr am besten an Informationen, weil die Makler erzählen euch eh nur ein vom Pferd und die Besitzer, weil die wollen das Ding verkaufen. Und die Chance besteht natürlich schon, dass man plötzlich über Umwege zu einem Stück Haus, Stück Land mit Haus kommt, das Ja. vielleicht gar nicht ausgeschrieben ist. Natürlich, Wenn man natürlich. natürlich Kontakt hat mit den Leuten. Ja, so kann man ein Netzwerk starten in der Ortschaft, wo man gerade ist. Und in der nächsten Ortschaft mit dem nächsten Haus ja, öffnen sich wieder neue Möglichkeiten. Deswegen, Ja, Ja. Wir hatten ja auch bei Corlas jemanden kennengelernt und da hat er erzählt von seiner Schwägerin. Die hat irgendwo in Ponta do Pargo ein Haus, dass er dort ein bisschen den Garten pflegt und so. Ja. Und das sei ja auch zum Verkaufen und dann haben wir uns das auch angeschaut. Ja, so ergeben sich dann solche Sachen. ja, Aber eben das Haus in Santa da Serra haben wir dann endgültig abgeschrieben. ja, dann haben wir es endgültig abgeschrieben. Und dann kamen auf einmal die Besitzer, als wir wieder in der Schweiz waren und haben uns angerufen, ja, dass sie jetzt doch 50.000 vom Preis runtergehen. Und, Ja, aber wir haben gesagt, nee, pass auf, es macht keinen Sinn. wenn wir mal wir Nein wollen nicht sagen, mehr. dann war es dann auch ein Nein. Und Ja, ja, wir haben uns schon in Richtung auf was anderes umgeschaut. genau. Weil Und das war, glaube ich, schon das Haus in Ponta do Pago, denke ich, für das wir uns dann interessiert hatten. das weiß ich, ja. Aber das gibt es dann in einem neuen Vorwort. Genau, als nächstes. Ne, Jo, das gibt es das dann war in einem das. neuen Vorwort. Ja, also das Land war schön, ein bisschen hoch. Jetzt sind wir froh, dass wir es nicht haben, Ja. weil es im Winter doch kalt ist. Und beim jetzigen Grundstück haben wir ja so viele wunderschöne exotische Pflanzen. Das hätten wir dort einfach nicht gekonnt. So sieht's aus. 750 Meter Höhe. Also jetzt im Winter 21, 22 weiß vor der Hütte. Ja, Und keine Heizungsanlagen im Haus. ja der Kamin. Ja, der Kamin, ja. Wir Ne. sind da um den Kamin rumgesessen. Vielleicht auch schön, Ja, nee. So, aber Schnee haben wir ja hier auch. ja, aber wir haben Heizung bei uns im Haus und Ja. ne, Genau. das war das Vorwort von dem Haus in Santa da Serra. Und wir hoffen, unsere Videos gefallen euch. Liked einfach Videos oder disliked sie oder lasst auf jeden Fall einen Kommentar da. Unsere Videos waren niemals für die Veröffentlichung auf YouTube vorgesehen von diesen Häusern, aber während der Corona-Zeit haben wir uns dafür entschieden, diese doch zu veröffentlichen. Und ja, wir hoffen, es gefällt euch und wir sehen uns spätestens beim nächsten Vorwort. Das wird das Haus in Ponta do Pago sein, Gut. denke ich. Ja, dann bis demnächst auf unserem Kanal. Bis dann. Ciao, tschüss. Yeah.
Auf den allerersten Fotos, also die wir im Inserat gesehen haben, sah es aus, fast wie wenn es ein bisschen im Wald steht, mit vielen Bäumen rundherum. Ja. Später haben sie dann viele Bäume gefällt. Viele Bäume gefällt. Und den Ingo beinahe auch. Wow. Es ist mordsglatt hier. Alles vereist. Ja, kaum vereist. Doch. Es hat ja auch nur 15 Grad minus. Und ja,